Warum tägliche Sprachgewohnheiten wichtiger sind als Talent, selbst mit wenig Zeit. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Vielleicht hörst du diesen Podcast gerade beim Spazierengehen, beim Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit oder einfach gemütlich zu Hause. Egal wo du bist, ich freue mich riesig, dass du dir Zeit nimmst, um Deutsch zu lernen. Und genau darum geht's heute. Um Zeit, oder besser gesagt, um kleine Sprachgewohnheiten im Alltag, die dir helfen, wirklich dran zu bleiben, auch wenn du nur wenig Zeit hast. Viele Menschen glauben, sie brauchen jeden Tag mindestens eine Stunde, einen perfekten Schreibtisch, ein Lehrbuch, Ruhe, Konzentration und Kaffee, bevor sie überhaupt anfangen können zu lernen. Aber weißt du was? Das ist ein Mythos. Was du wirklich brauchst, ist Konstanz. Also, dass du etwas jeden Tag machst, selbst wenn es nur ein bisschen ist. Und das Schöne ist, es geht sogar ganz entspannt. Es gibt nämlich zwei Arten, wie man lernen kann: aktiv und passiv. Vielleicht hast du davon schon gehört oder auch nicht. Kein Problem, ich erklär's dir ganz einfach. Wenn du aktiv lernst, dann sitzt du vielleicht mit einem Notizbuch oder deinem Handy da. Dein Kopf ist ganz bei der Sache. Du liest, hörst, schreibst oder sprichst. Du konzentrierst dich voll auf das Lernen. Vielleicht 30 Minuten, vielleicht eine Stunde. Das ist natürlich super effektiv. Aber Hand aufs Herz. Wie oft hat man wirklich die Zeit oder die Energie dafür? Und dann gibt's das passive Lernen, und das ist mein absoluter Geheimtipp. Dabei lernst du nicht extra, sondern einfach nebenbei. Du hörst einen Podcast beim Spülen, schaust ein kurzes Video beim Warten an der Bushaltestelle, lässt deutsche Musik im Hintergrund laufen. Während du deine Wohnung aufräumst. Dein Gehirn nimmt trotzdem etwas mit, auch wenn du nicht alles verstehst. Du bekommst ein Gefühl für die Sprache, für die Melodie, für die typischen Wörter und Ausdrücke. Und du bleibst drin, ohne dass du dich gestresst fühlst. Und weißt du, was passiert, wenn du das jeden Tag machst? Du gewöhnst dich an die Sprache. Sie wird ein Teil deines Alltags. Du wartest nicht mehr auf den richtigen Moment, sondern du integrierst das Lernen in dein echtes Leben, so wie Zähneputzen oder Kaffee trinken. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie so ein kleiner Sprachtag aussehen kann. Ganz realistisch, für jemanden, der auch arbeiten muss, Familie hat oder einfach nicht viel Zeit. Morgens, vielleicht während du frühstückst oder dich anziehst, hörst du einfach einen kurzen Podcast oder ein Vlog auf Deutsch. Es muss nichts Schwieriges sein. Such dir einfach etwas, das dich interessiert. Ein Thema über Tiere, Reisen, Serien, egal was. Und hör einfach zu. Es geht nicht darum, alles zu verstehen. Hör es wie Musik. Lass es wirken. Dann, vielleicht bist du auf dem Weg zur Arbeit, in der U-Bahn oder im Bus, hör dasselbe nochmal. Aber diesmal vielleicht mit Untertiteln auf deiner Muttersprache, wenn möglich. Jetzt erkennst du vielleicht schon einzelne Wörter oder verstehst mehr vom Kontext. Es wird klarer, aber ohne Stress. Mittags, vielleicht in der Pause oder beim Kaffee, schau dir das Material nochmal an. Diesmal aber mit deutschen Untertiteln oder einem Transkript. Jetzt geht's darum, ein bisschen aktiver zu werden. Vielleicht fällt dir ein neues Wort auf, vielleicht eine coole Redewendung. Schreib dir 5 Wörter auf, die du spannend findest oder die du gern benutzen würdest. Überleg dir, wie könnte ich dieses Wort in meinem Alltag benutzen? Welche Situation passt dazu? Abends. Wenn du etwas Ruhe hast, vielleicht vor dem Schlafengehen, schau noch mal kurz auf diese 5 Wörter. Lies sie laut vor. Sprich sie. Wiederhol sie ein paar Mal. Und dann versuch, den Inhalt vom Podcast oder Video in 3 bis 5 Sätzen zusammenzufassen. Auf Deutsch, natürlich. Muss nicht perfekt sein. Wichtig ist nur, du machst es. Du aktivierst dein Wissen. Du sprichst, du denkst, du fühlst die Sprache. Und genau so wird aus passivem Konsum aktives Können. Was du hier gerade gehört hast, ist keine Theorie. Das ist ein echter Tagesablauf, den viele erfolgreiche Sprachenlerner nutzen, ohne Druck, ohne riesige Pläne, einfach mit Routine. Es geht nicht darum, viel zu lernen, sondern regelmäßig. Viele denken,
Ich habe heute keine 30 Minuten, also lerne ich gar nicht. Aber genau das ist der Fehler. Denn 5 Minuten sind immer besser als 0 Minuten. Und wenn du ehrlich bist, 5 Minuten hat man immer. Beim Zähneputzen, beim Warten, sogar auf der Toilette. Ja, ehrlich. Was zählt, ist nicht die Länge, sondern die Konstanz. Jeden Tag ein bisschen, das summiert sich. Dein Gehirn liebt Wiederholung. Es braucht keinen Marathon, sondern viele kleine Schritte. Und genau damit machen wir in Teil 2 weiter. Dort bekommst du praktische Tipps, wie du deine Sprachgewohnheit langfristig beibehältst, welche Rolle Motivation und Geduld spielen und wie du Woche für Woche deine Lernroutine ein bisschen ausbaust, ohne dich zu überfordern. Also bleib dran, gleich geht's weiter mit Teil 2. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich riesig über ein Abo, einen Daumen hoch oder einen kleinen Kommentar. Damit unterstützt du nicht nur mich, sondern hilfst auch anderen, diesen Podcast zu finden. Mach dir jetzt einen Tee oder streck dich kurz, und dann geht's weiter mit dem zweiten Teil. Und weiter geht's. Schön, dass du noch da bist oder gerade zurückkommst für Teil 2 unseres Podcasts über tägliche Sprachgewohnheiten. Im ersten Teil haben wir gesehen, wie du mit kleinen Routinen, morgens, mittags, abends, ganz entspannt und effektiv Deutsch in deinen Alltag bringen kannst. Jetzt schauen wir uns an, wie du diese Routine wirklich beibehalten kannst, auch wenn du mal müde, unmotiviert oder gestresst bist. Und glaub mir, das passiert jedem. Die gute Nachricht ist, es gibt ein paar einfache Tricks, wie du trotzdem dranbleiben kannst. Der erste und vielleicht wichtigste Tipp: Such dir Inhalte, die du wirklich magst. Das klingt einfach, aber viele vergessen das. Wenn du zum Beispiel keine Lust auf trockene Grammatikregeln hast, dann zwing dich nicht. Du musst nicht perfekt sein. Viel wichtiger ist, finde etwas, das dich interessiert, das dich emotional berührt oder dich zum Lachen bringt. Vielleicht liebst du Musik, dann hör deutsche Lieder. Vielleicht magst du Krimis, dann such dir eine deutsche Serie mit Untertiteln. Oder du hast einen Lieblings-YouTuber auf Deutsch entdeckt? Super! Wenn Lernen Spaß macht, fühlt es sich nicht wie Lernen an, sondern wie ein Hobby. Und dann kommt der Fortschritt ganz automatisch. Der zweite Tipp ist fast noch wichtiger. Verknüpfe das Lernen mit Dingen, die du sowieso jeden Tag machst. Du musst keine neue Zeit finden. Nutz einfach die, die schon da ist. Zum Beispiel: Hör 5 Minuten Deutsch-Podcast beim Zähneputzen. Wiederhol Vokabeln, während du deinen Kaffee trinkst. Lies einen deutschen Satz, bevor du dein Handy entsperrst. Schau eine Insta-Story auf Deutsch statt auf deiner Muttersprache. Wenn du das Lernen an bestehende Gewohnheiten hängst, ist es viel einfacher, dran zu bleiben. Dein Gehirn merkt sich: Aha, nach dem Kaffee kommt immer Deutsch. Und so wird das Lernen automatisch. Und jetzt kommt etwas, das vielleicht überraschend klingt: Sei geduldig mit dir selbst. Viele Leute starten mit riesigem Ehrgeiz. Ab heute lerne ich jeden Tag eine Stunde, ich mache Vokabeln, Grammatik, Sprechen, Schreiben, alles. Und nach 3 Tagen sind sie erschöpft. Das ist wie beim Sport. Wenn du nie joggst und plötzlich 10 Kilometer rennst, bekommst du Muskelkater und hörst auf. Deshalb, fang klein an, aber fang an. Und baue langsam auf. Ich gebe dir mal einen Miniplan für 3 Wochen, der schon vielen geholfen hat. Woche 1: Mach nur passives Lernen. Hör jeden Tag 5 bis 10 Minuten Deutsch, ohne Druck. Beim Kochen, beim Duschen. Egal wann. Einfach nur zuhören. Kein Ziel, kein Notizbuch. Einfach reinhören, warm werden. Woche 2: Jetzt kommt ein bisschen mehr Struktur dazu. Nimm dir 15 bis 20 Minuten am Tag, in denen du gezielter zuhörst. Vielleicht hörst du denselben Podcast 2-mal. Beim 2. Mal machst du dir Notizen. 3 neue Wörter, 1 interessante Formulierung. Vielleicht sprichst du die Wörter laut. Oder du machst ein kleines Quiz daraus. Woche 3: Jetzt bist du bereit für aktive Produktion. Das kann ganz einfach sein. Sprich einen Satz laut nach, Shadowing nennt man das. Oder
Schreib jeden Tag einen kleinen Satz mit einem neuen Wort. Oder fasse ein kurzes Video in eigenen Worten zusammen. Das muss nicht perfekt sein. Wichtig ist nur, du nutzt die Sprache. Und danach? Tja, dann wiederholst du einfach den Kreislauf. Aber jedes Mal wirst du ein bisschen sicherer, ein bisschen schneller, ein bisschen freier. Und weißt du was? Nach ein paar Wochen hast du etwas, das viel wertvoller ist als ein Zertifikat oder ein Sprachtest. Eine Gewohnheit, die bleibt. Denn genau darum geht es. Dran zu bleiben, auch wenn du mal keine Lust hast. Nicht aufzuhören, auch wenn du denkst, es geht nicht schnell genug. Jedes kleine Stück zählt. Selbst 3 Minuten am Tag sind besser als Nullter. Und mit der Zeit summieren sich diese Minuten. Sie werden zu Stunden, zu Tagen, und irgendwann wirst du merken, wow, ich kann schon so viel mehr als früher. Also frag dich nicht, wie schnell werde ich fließend? Frag lieber, was kann ich heute tun? Und dann mach's klein, entspannt, regelmäßig. Du wirst sehen, das bringt dich weiter als jeder Crashkurs. Bevor wir zum Ende kommen, noch eine kleine Erinnerung. Vergiss Perfektion. Es geht nicht darum, perfekt zu sprechen, sondern überhaupt zu sprechen. Es geht nicht darum, jedes Wort zu kennen, sondern sich verständlich zu machen. Und vor allem, es geht darum, dich mit der Sprache wohlzufühlen. Und das kommt mit der Zeit, ganz sicher. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann mach mir eine große Freude. Gib dem Podcast ein Like, abonniere den Kanal und teile ihn gern mit Freunden, die auch Deutsch lernen. Wenn du eine Frage hast oder dir ein bestimmtes Thema wünschst, schreib es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Danke, dass du heute dabei warst. Mach weiter so, bleib neugierig und denk dran. Jede Minute zählt. Bis bald und tschüss.